Hallo und herzlich willkommen zu die Elder GamEngDo Enderal. Bin der RaLe und wir haben gerade unsere komische Quest in der Höhle abgeschlossen. Wir sollen jetzt gerade einen All that Report I am abgeben. saying is that there are more efficient ways to battle this red madness. And heathen machines atop the Sun Temple are the last thing that will calm the townsfolk. Maybe. But if this heathen machine is what the Pyreans used to combat the cycle, I want it near. Even if it turns out to be useless, only a fool turns down a chance. Sharim, how long will the reconstruction take? Well, that depends on how many Pyrean mechanics you have on hand that can help us decipher these plans. Just think for once, Aranthio. How are we supposed to give you an estimation if we don't even know what the finished machine is supposed to look like? We will get to work right away, Grandmaster. But in any case, we're going to need a lot of steel and Pyrean crystals. You will get them. Now, get to work. Now, if Okay. it isn't the prodigy, well... You did excellent work. We will reconstruct this machine, no matter the price. Here, this will reward you for your effort. With a beacon and the sigilled stone, we now have both a sword and shield against these High Ones. That is more than I had hoped for. However, there has also been a disquieting development. I have called in a conclave, and it will take place in a day. Come back then, and use the time to rest. Yes, it makes sense. Okay, Fragments of the Past haben wir jetzt einmal fertig. Started Interlude, wait until the meeting is prepared. Okay, aber das ist... Wow, 3 Sterne. Und hallo Kali. Fuck blessed. Can I help you? In character. That's convenient, actually. I think I still owe you an explanation. Yes, but let's talk somewhere else. Come on. Oh. Quatsch wollen wir mit dir. So, sorry for all the secrecy. I just didn't want anyone else to listen in. Well, that moment when I neutralized the leader of the bandits in Old Dothelgrad. I'm sure you noticed that I was different then. Ganz ein bisschen, ganz ein bisschen. Upset. You choose your words carefully, Saira. I appreciate that. I'll make this quick. There is something about me that you don't know. That no one knows, actually. Do you remember what I told you in the curarium about the destroyed village? Well, I wasn't entirely honest with you. Not all of it, no, and it's true that I don't know how I ended up there. But I remembered something just before I regained consciousness. Some kind of vague memory. Okay. A feeling, coupled with an image. It's hard to describe because it didn't last very long, but I saw myself, but I was somehow above the rooftops, as if I flew. Okay. Below me, I saw all the chaos, the dead, the fire, the devastated houses, and I somehow felt hot, but from inside, as if my blood was boiling. That sounds crazy, doesn't it? I'm sorry, but I don't know how to describe it better than that. Okay, also sie hat gerade gesagt, sie kann es nicht besser beschreiben, also fragen wir gleich weiter, was ist dann Nothing. passiert. I woke up, and from there things happened just as I've already told you. But that's not really what I'm trying to get at. Okay. In that memory, when I saw all those dead bodies and all that destruction, I felt satisfaction, pleasure. As if all that suffering, all that pain was the most exhilarating thing I'd ever seen. Well, I didn't know what to make of that memory myself for quite a long time. But then, things happened that made me understand. Okay. There is something inside my head, Saira. Some kind of second soul, an entity.
Most of the time it sleeps, but there are situations in which it wakes up. Mostly when something atrocious happens or has happened. Blood, pain, death. Whenever I'm confronted with these kinds of things, it tries to... I don't know how to put it. Tries to take control of me, and then things like Alt Cthulgrad happen. It's never managed to completely take me over, and it hasn't gotten as far as it did in Alt Cthulgrad for a long, long time now. But that memory from the village, I think that is what happens when I let myself go completely. Yes, it is immense, Satyra. I can feel it every time it is trying to take me over. I don't even want to think about what would happen if I were to give in completely. I figure. Listen, what happened in Old Dothelgrad, I never should have let it come to that. But that moment when he charged me, the blood on his sword, I just couldn't contain it. And when I gave in, when I hacked him into pieces, I simply felt so thrilled, complete. I was naive to believe it would never get that far again. Naive and stupid. But do you see now? This is the reason why I train so hard, why I always try to control my emotions, no matter what people do or say to me. This creature inside me, it's always on the hunt. And the only way I can keep it at bay is by controlling both my body and spirit 100%. Just one moment of carelessness. That's all it takes. Das erinnert so an Beyond Two Souls, eben, wo ja ihr Bruder eigentlich als Seele ihr dranhängt und so Zeug machen kann. I see, does the other know about this? The Magisters, what? If I were to let it take over completely, what would happen? Frag mal das. Na, sie hat ja schon gesagt, keiner weiß davon. Aber fragen wir trotzdem. Only Master Tyrus, my foster father. He taught me how to contain it by controlling my thoughts. And he also advised me never to tell anyone about it, which I haven't. Until today. And why did you tell me? Das ist eine gute Frage. I don't know. Probably because I was afraid you'd tell someone else about what happened in Old Dothelgrad and that would raise suspicions. A coward's move, I know, but it was the best solution I could come up with. I'm sorry. Well, what would be the alternative? Transcribe Pyrean books like the Magisters do all day? Or drop out entirely and pour hot water for the upper city's noblewomen? Look, Saira, as you've already pointed out, there is a chance that this thing inside me is responsible for the massacre in the village. And if that's true, I definitely have a lot of repentance to do, don't you think? And even if it isn't, I want to change things, to make the world at least a little bit better. And yes, I do realize that this means a lot of hardship and hard work for me, but I'm not afraid of that. Do you know why? Because that's what's missing in this world. So many people just talk, 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 and never act, because that would mean that they'd have to actually endure something for what they believe in. Ich glaube, das Erste. Determination alone hasn't helped anyone yet. Let's talk again in a few years, and we'll see if my good intentions have actually produced results. Well, that's good to know. I'd like some time by myself now. And thanks for listening. Level up! Weißt du nicht, warum wir dadurch jetzt ein Level up gekriegt haben, aber was nehmen wir?
Stamina oder Health? Stamina oder Health? Nehmen wir Health den mal wieder. Two Souls Part 2. Transcribe verse 80 100 times. Warum geht da kurz immer das Licht komplett aus? Magisters never change. War das die normale Helligkeit und der Rest ist ein Bug? Oder? Es scheint so. Ja, das ist einfach übernatürlich hell da herin. Außer man schaut genau daher. Finde ich auch interessant. Was haben wir da? Nein, ich meinte, da war der Goldsätschel. Das sind verbrannte Spuren am Boden. Ah, da kann ich die ganz viel Goblets klauen. Oh, da haben wir einen wertvollen Wein. Aber na, gehen wir weiter. Nicht so lange sie da ist. Beklauen wir die Order einmal nicht zur Abwechslung. Okay. Huh. You're the one they call the prophet, aren't you? Congratulations on Walk passing the blessed. trial. I guess. Who are you? Have you heard it? Apparently the Blue Islands Coalition sent an emissary here to Enderal, despite the wars. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Interlude, wait until the meeting is prepared. 3 Sterne. Also das heißt schon, langsam werden die Quests schwer. Okay, wir haben gerade normale Quests oder Deus Ex Machina. Okay. Two Souls Part 2. Das sind also alles Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Sidequests machen soll zum Leveln sozusagen oder ob ich einfach weitermachen soll. Ich muss auf alle Fälle... Ah, Magister. You really did it, didn't you? Travel the memories of a Pyrene. By Malpass, I didn't think that was even possible. The word of the dead certainly is fascinating. Ja. Es war recht interessant und das war sau schwer, das Ding. So, gehen wir wieder aus zum Sun Temple. Schlafen wir uns einmal aus. Obwohl, wir haben wieder Geld gekriegt. Schauen wir mal, was wir uns dafür wieder Tolles kaufen können. Oder ob wir vielleicht jetzt noch eine bessere Rüstung bauen können, einen besseren Bogen oder sowas. Das waren nämlich alles Sachen, die waren jetzt wieder wichtig, weil wenn es schon heißt, wir kriegen jetzt demnächst eine schwere Aufgabe. Ah, da sind wir. Ich würde es immer noch cool finden, wenn man da durchschauen kann. Und einfach da hinten die Landschaft anschauen. Okay, schauen wir wieder ins Noble Quarter oder schauen wir zuerst mal ins Handelsquarter? Autosaving, das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt wieder viel Text gehabt. Marketplace, gehen wir einfach mal zum Marketplace, wenn der schon mitten im Bildschirm drin steht. Und jetzt muss ich mal schauen, ist die Ladezeit kürzer? Ja. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. Ach, ich hätte es von Anfang an auf einer SSD haben sollen. Ah ja, warte, wo ist denn die kleine Blonde? Weil wir haben ja mit dem anderen geredet. Ah, mit dir. Gott sei Dank hat es ein Autosave gemacht. Starten wir das Ganze gleich nochmal. So. Manchmal mag das Spiel einfach nicht. Dabei ist es gerade erst frisch installiert, weil ich habe jetzt nämlich Steam von der externen, wo ich es zuerst gehabt habe, auf die SSD geschmissen.
Das heißt, ich habe endlich normale Ladezeiten, weil die externe hat ja alles ein bisschen verlängert, weil das war über USB 2.0 sogar. Aber das ist halt noch von ganz früh hergekommen. So, gehen wir wieder zum Marketplace. Das ist von ganz früh hergekommen, denn früher habe ich kein gutes Internet gehabt. Beziehungsweise teilweise gar kein Internet. Aber meine Steam Library war immer schon riesig, weil ich habe halt immer Spiele drüber gekauft. Und was da jetzt dann passiert ist, war halt das... Die Ladezeiten sind jetzt echt super. Was da jetzt dann passiert ist, war halt noch, dass ich immer die externe genommen habe, Steam drauf installiert habe und dann alles wieder einkopiert, wo es hinkehrt. Oder einfach in neuen Steam-Ordner gelöscht habe und den alten wieder aufs Richtige umbenannt habe oder sowas. So, Provision, also Provisions brauche ich das nicht. Habe ich irgendwann mal wieder was aufgeklaubt eigentlich, was wichtig wäre? Gehen wir einfach mal nach Name. Oder nach Equipped oder Unequipped. Ja. Ich muss echt einfach Zeug verkaufen mal. Schauen wir mal, wem kann ich was verkaufen? Irgendwer hat da sicherlich Schmuck gehabt. Renard Shalom, my sir. Kirash, what gave me away? My skin or my accent? Both, I guess. Well, I'll have to work on my disguise then. Jokes aside, I am from Kaira, but I was only 6 years old when my commune came to this country, and I'll have seen my 60th winter next month, so I suppose that makes me as Enderalian as most people around here. Ja. Oh, there were many reasons. Suffice it to say that Kaira isn't the glittering, exotic country of dreams and poems that bards make it out to be. I am glad to live here. You can say what you will about Enderal, but at least it's peaceful. Ja. Of course, Sherry. Okay, der will also Essen haben. Dem kann ich umgekehrt was verkaufen. So, dann tun wir da mal Weight per Value hoch. Okay, tun wir einfach nur Value hoch. Wine. Ja, werde ich kaum trinken, dann sagen wir Sell, Sell. Und jetzt mache ich das aber mit dem da. Sell, Sell, Sell. Roasted Beef. Oh. Wheat, Green Apple. Ah, dem kann ich Ingredients auch verkaufen. Sehr schön. Mana Fungi, das war gut, wenn ich das hätte oder haben sollte. Sword, Carrot. Ich glaube, sollte mit Alchemie anfangen? Würde mir das was bringen? Ich glaube, Alchemie würde mir was bringen, wenn ich so drüber nachdenke, denn was ich bis jetzt am meisten brauche, sind Health Potions. Tailoring. Was sind wir da? Leather Goods, das hört sich nach leichter Rüstung an. Forgework. Gehen wir da mal kurz eine. Vielleicht kann ich mir da einen gescheiten Bogen holen. Den habe ich das letzte Mal, glaube ich, geforged. Yeah? What do you want? No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need and be quick about it. Der hat ein paar Bücher. Die Apprentice Books wären praktisch. Er hat 8 mal One-Handed. 175 Gold, wie viel haben wir Gold? Okay. Schauen wir mal, was ich verkaufen kann. Den Bellhammer zum Beispiel. Ich glaube kaum, dass ich das nochmal brauchen werde. Aber der wiegt viel und das war was wert. Also, immerhin. In Bone Ripper und einen Dagger darf ich nicht verkaufen. Aber in Bellhammer dann 2 Hunting Longbows, in normalen Longbow.
da. Dann haben wir da noch 2 Oak Bows, die wir verkaufen. Pickaxe, Sharp Woodcutters Axe. Steel Sword verkaufen wir ihm noch. Was haben wir da? Fine Steel Boots. Die würden zwar, weil ich Heavy Armor... Ich bin in der Rüstung noch nicht so gut dabei. Small Backpack. Na, das kalt immer. Und ein Steel Cuirass. Da will ich A-Zeug haben. Oder da darf ich eben A-Zeug verkaufen, sagen wir so. Aversion to Frost, cheap. Darf er gern haben. Magic Potion cheap, Magic Potion. Okay, Morning Air Potion. Was macht das? Stamina braucht man nicht. Poison. Da darf er gerne alle 8 haben. Potion of Might. Die darf er auch gern haben, die brauche ich nicht. Potion of Protection from Fire, Frost und Magic. Potion Protection from Shock. Potion of Deep Attack. Alchemy Skills increased by... okay, nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Und Spider-Venom darf er auch gern alle 6 haben. Was haben wir sonst noch? Blueprints. Dem kann ich die Bärenpelze verkaufen. Kohle, Ingot, Foxpelt. Mit dem Fuchspelz, Leder und den Wolfspelz. Weil Leder und Lederstreifen haben wir einmal. So, wir haben jetzt 1000 Gold. Jetzt hat er natürlich unsere ganzen Waren genauso drin. Aber was ich jetzt brauche. Hier, wo sind die Apprentice? Da, Adept und Apprentice. Was ist up to 50, ich brauche Apprentice Books. Tun wir da mal so, Apprentice Books. Ich brauche One-Handed. Jetzt sagt man nicht an welche. Das sind die falschen. So, ich brauche One-Handed, weil ich habe One-Handed als Ding. Die sind sogar jetzt leider 86 was wert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Soll ich mal 10 Stück kaufen? Nein, nehmen wir 5. Einmal zum Anfangen. Denn im Leathercraft-Ding drüben. Handicraft, Heavy Armor. Ja, vielleicht kann daneben nämlich noch Light Armor kaufen. Um einen ähnlichen Preis. Walk blessed. Das war jetzt cool, wenn ich da wirklich ordentlich was außerbringe an... Wie soll ich sagen? An Material oder so? Keine Ahnung. So, dann tun wir da oben auch nochmal Apprentice Book on Hand. Okay, du musst eaten. Okay, wenn wir uns das um 1 noch kaufen, dann brauchen wir keine Apprentice Books mehr. Aber gehen wir mal zu den Leather Goods eine. Schauen, was der für uns hat. How may I be of service? Fire Arrows. How may I be of service? Yes? Of course. Apprentice Book Archery. Wir hätten da so viel früher herkommen sollen. So, da haben wir Light. Da haben wir auch nochmal One-Handed. Das ist super. Und Sneak. Kann ich jetzt... Nope. Jetzt kann ich. So. Light Armor war mir so wichtig. Da gehen sich auch nochmal 5 aus. Und dann geht sich noch Archery zweimal aus, wenn ich es richtig sehe.
Jawohl. Sneak holen wir uns anders mal. Aber dann weiß ich schon einmal, wofür ich da mein Zeug verwenden kann. So, Items. Gehen wir da wieder auf alle. Ja, haben da wieder Apprentice oben eine. Oder nur App in dem Fall. Eat. Das Archery Book, nur Archery Book. Armor, 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 Armor und Armor. So, wenn wir das nächste Mal kaufen, müssen wir zuerst nachschauen, wie hoch unser Skill davon ist. Und jetzt werden Sie sich dann wundern, warum wir plötzlich verschwinden. Weil jetzt gehen wir noch meditieren und gehen noch skillen und dann schauen wir was. Wow, wir sind schon 25 Minuten. Ointment Lore. So, da müssen wir jetzt mal die anderen anschauen, weil in Arm haben wir jetzt schon ordentlich einiges skillt. Für den Expert Locksmith und dort Replica und Trickster Ranger. Was war Ranger nochmal? Das ist eigentlich ziemlich cool. Wenn ich schneller mit einem gezogenen Bogen laufen kann. Replica gibt mir immer eine Kopie von den Dingen. Fatal Shot, da wird mein Crit erhöht. Eye of the Storm, Shadow Player, reduce the chance to be detected while lockpicking. Wow, 60% ist viel. Zooming with the bow now costs half as much stamina than before and slows down time by 25%. All arrows do 1 more point of damage. Das ist auch nice. Aber was haben wir da? Ointment Lore wäre. Okay, Windwalker, was ist das? You're wearing solely light armor, stamina regeneration. Das sind dann die praktischen Sachen. Considering reveals more of the alchemy effects from now on. Ah, okay. Ah ja, stimmt. Wenn ich ein Ingredient isst, dann kann ich ja einen Effekt davon lernen. Das heißt, wenn ich noch ein Wort damit, mit dem Essen von den ganzen Ingredients, kann ich damit Alchemie brutal aufziehen. Aber jetzt schauen wir mal. Was? Okay, da wo der Strich hingeht, ist also da. Devious, was haben wir denn da? The memories of Infiltrator improve his skill in sneaking, your rhetoric and your pickpocketing. Will er die eigentlich machen? Throat Cut. If you attack while you're sneaking, critically chance is increased by 10%. This memory unlocks all road disciplines for you. Your stamina generates full by 20% and you receive the talent Shadow of the Wind, which lets you move more silently for a short period of time and raises your critical hit chance. Okay, na dann muss ich das eine Talent noch auswählen. Habe ich da eigentlich irgendwas, was ich öfter... Ja, da zum Beispiel. Ich kann halt da die Fire Arrows noch weiter skillen. Nein, Game nicht nochmal abschmieren. Nein! Okay. Gives you a copy of pigs. Und da war's able to move faster. Poisons, Potions and Light Armor. Ointment Lore, Potions with are more effective from now on. Das muss ich fast nehmen. Das ist nämlich verdammt gut. 15% und dann auch insgesamt 25%. Unlock Tier 1. Ja. Nehmen wir das da. 0 Memory Points remaining. Wupp, wupp. Tempest. Ah, da werde ich nachher zum Ding und da werde ich zum Krieger. So. Gehen wir wieder raus. Und dann hätte ich gesagt, belassen wir es halt dabei. Dann gehen wir nämlich wieder ins Sun-Tempel hoch und... Yes. Ups. Yes.
Dann gehen wir wieder in den Sun-Tempel hoch jetzt, Speicher oben und auf dem Weg dorthin sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hat mich wieder gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt und das war's schon wieder von den GamRaLe. Ciao, ciao!